Die illegale Migration nach Deutschland hat 2023 deutlich zugenommen. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, registrierte die Polizei 266.224 Tatverdächtige wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes. Im Vergleich zu 2022 bedeutet dies einen Anstieg um rund 33%. In den meisten Fällen wurden die Verdächtige von der Bundespolizei gefasst. Insgesamt erfasste die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex rund 380.000 unerlaubte Einreisen an den EU-Außengrenzen. Dies sei der höchste Jahreswert seit 2016. Und an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder ist für uns Max Hermes. Max, ja, in diesem Jahr ist das ein bisschen anders geworden. Die Zahlen sind zurückgegangen, weil die stationären Grenzkontrollen ja eingeführt worden sind. Wie ist denn im Moment die aktuelle Situation? Kann man tatsächlich sagen, dass die Bundespolizei die Situation mehr im Griff hat? Genau, stationäre Grenzkontrollen wurden eingeführt, hier beispielsweise an der polnischen Grenze, aber auch an der tschechischen und an der Schweizer Grenze. An der zu Österreich hat das Land Bayern das ja schon früher eingeführt. Und wir können uns einmal anschauen, wie eine solche Kontrolle aussieht. Also exemplarisch hat die Bundespolizei hier Zelte aufgebaut. Jetzt gerade findet da tatsächlich keine Kontrolle statt, aber das zeigt eben auch, dass das Ganze nur stichprobenartig erfolgt. Also es gibt Beamte, die dann hier die Autos entsprechend rausziehen und dann in dieses weiße Zelt leiten, wenn sie da verdächtige Autos dann oder verdächtige Fahrzeuge identifizieren. Worauf wird dabei geachtet? Vor allen Dingen werden Kastenwagen da ins Visier genommen. Solche ohne Fenster oder solche auch mit verdunkelten Scheiben, denn die werden bevorzugt von Schleusern als Schleusungsfahrzeug genommen. Aber auch kleinere Wagen, die dann auch verdunkelte Scheiben haben, ähnliches Reisebusse stehen da im Visier. Das alles soll den Verkehr so wenig wie möglich behindern und das erleben wir hier auch so. Also es ist schon ein fließender Verkehr hier von Polen nach Deutschland, wo ja die meisten Schleusungen über das Transitland Polen passiert sind im vergangenen Jahr. 42% aller Schleusungen fast, die über die polnische Grenze gekommen sind. Deshalb sicherlich eine wichtige Station hier. Die Kontrollen zeigen Wirkung. Um 7% sind die Schleusungen im ersten Halbjahr 2024 schon zurückgegangen. Das hängt sicherlich auch mit diesen sehr personalintensiven Kontrollen hier auch zusammen. Hier circa 10 Bundespolizisten, würde ich schätzen, die jetzt hier im Einsatz sind. Eben auch mehrere Container aufgebaut, mehrere Fahrzeuge im Einsatz. Das alles kostet Personal, aber es drängt dann eben auch hier die illegale Migration sicherlich zurück, dadurch, dass hier dann eben auch Schleuser oder Migranten, die versuchen, hier ohne Erlaubnis über die Grenze zu kommen, dann hier aufgehalten werden. Max, du wirst die Situation für uns natürlich weiter beobachten an der deutsch-polnischen Grenze. Danke erstmal für den Moment.